zusammen und herzlich willkommen zu meinem stressigen Leben. Ich habe wieder mal kein Zeitmanagement gehabt und muss heute grausam mit dem Zeug umeinander rennen. Und ich habe gedacht, wieso nehme ich euch nicht bei meinem Umeinanderrennen mit? Oh, da hat das Kind. Nicht überfahren. Ich sitze im DS7 e-Tense, das heisst, es ist der Plug-in Hybrid. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, was so die Fragen sind, die ihr noch zu dem Auto beantwortet haben wollt. Ist der DS7 e-Tense. Super cool, super gross. So gross, dass ich immer recht weit weg vom Auto muss stehen. Aber mega lässiges Auto. Und meine Frage an euch, was wollt ihr zu diesem Auto wissen? Was kann ich euch zu diesem Auto sagen? Let's stone in der Box, wie sonst muss ich mir ein neues Video überlegen. Please help! Weil schliesslich ist das schon mein zweites Video mit dem Auto. Und ihr habt alles Mögliche gefragt. Und ich würde sagen, ich tue einfach in dieser ganzen Zeit, wo ich jetzt am Umrasen bin, euch die Fragen mit beantworten. Let's go! First things first, weil ich das Auto nachher noch shooten werde, gehe ich jetzt geschwind in die Weststraße und mache das ganze Ding blitzeblank sauber. Okay, ich bin gerade an einem Rotlicht, was heisst, ich kann geschwind eure Fragen anschauen. Okay, also die eine Frage war, dass ich drift. Das heisst, tut er driften? Ich nehme mal an, ja. Ich sage, man kann mit jedem Auto driften. Ich kann einfach nicht mit jedem Auto driften, weil ich bin noch nicht so gut im Driften. Und gerade noch eine Frage, die ähnlich ist, Offroad-Test. Ich würde noch so gerne einen Offroad-Test machen, aber das Problem hatte ich schon bei ein paar SUVs gehabt. Es ist in der Schweiz einfach ein bisschen schwierig zum Offroad-Test zu machen, weil die meisten Felder und Wälder sind privat oder gehören dann am Staat. Die nächste Frage war, wie der DS7 e-Tense verglichen mit dem DS7 ist, also der ein reiner Verbrenner ist. Und meine Antwort dazu ist ziemlich ähnlich. Ich glaube, der grosse Unterschied, den man hat mit dem e-Tense, ist, dass man halt zum Beispiel auch rein elektrisch fahren kann und dass immer wieder der Switch zwischen Verbrenner, also zwischen dem Verbrennermotor und zwischen dem elektrischen Motor passiert, was man halt auch im Fahrgefühl spürt. Abgesehen von dem, klar, der DS7, der normale, hat, ich glaube, 225 PS. Ein bisschen peinlich, dass ich das gerade nicht weiss. Aber ich meine, er hat ungefähr 225 PS und der hat 200 PS. Das heisst, der ist ein bisschen schwächer. 25 PS macht jetzt aber nicht wahnsinnig viel aus. Vor allem ist es auch sehr ein schweres Auto. Also der hat im Leergewicht ein bisschen mehr wie 1900 Kilogramm. Also knappe 2 Tonnen, das ist mega viel. In meinen Augen spürt man dann die 25 PS Unterschied nicht so fest. Wow, people! Entspannt euch mal ein bisschen hier auf der Straße. Ich sag's euch, jetzt wo die Leute wieder raus dürfen und wieder unterwegs sein dürfen, ist wieder mehr Verkehr. Und ich glaube, der Mensch hat verlernt, wie Auto fahren. Weil sind alle nervös und das weiss niemand mehr, dass man bei grün fährt und bei rot anhaltet. Okay, nächstes Rotlicht. Ah, es wird grün! Schnell! Okay, Reichweite rein elektrisch. Die rein elektrische Reichweite ist 58 km nach WLTP. So, ich bin kurz vor meinem nächsten Stop, weil, wie ihr wahrscheinlich da hinter mir gesehen habt, oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. Und zwar muss ich ein paar Sachen abladen, vorbeibringen, bla bla bla, völlig unwichtig. Und ich bin gerade wieder für euch da. Okay, and then this happened. Ich habe es nämlich geschafft, die nächsten Aufnahmen, und zwar so ziemlich alle von den nächsten Aufnahmen, in Timelapse aufzunehmen. Bravo, Carlo. Hinzu kommt, dass Instagram momentan auch nicht wirklich auf meiner Seite ist. Musik kann ich keine mehr einfügen auf die Instagram Stories und eure Fragen von damals sehe ich leider auch nicht mehr, was heisst, ich muss mit dem arbeiten, was ich jetzt da habe. I'm so sorry, guys. Wie mit einigen Autos vorher, hatte ich ein Shooting mit einem Pferd vor, was heisst, mein nächster Stopp war der Stall. Komm, Mückli. Miep, miep. Komm, mitmachen. Macho, dai. Sehr gut. Are you ready? Are you ready to go?
Are you ready to go? Let's go! Das Shooting ist dann noch ein ganzes Weile weitergegangen und ich liebe die Shootings, wie sie einfach meine zwei Lieben verbindet mit dem Pferdesport und der Autowelt. Das Resultat von dem Shooting findet ihr bei mir auf meinem Instagram-Account. Ein bisschen später im Tag habe ich es dann wieder geschafft, meine Aufnahmen einigermaßen normal aufzunehmen. Was heisst, wir machen jetzt einfach mal dort weiter. Eine weitere Frage, die bei mir reingekommen ist, ob der DS7 E-Tense Anhängerlast kann ziehen. Grundsätzlich ja. Er kann Bremse 750 kg und Umbremse 1850 kg ziehen. Ich kenne die Person, die mich das gefragt hat, und die fragt natürlich wegen dem Rossziehen. Und ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig werden. Vor allem, weil der DS7 schlichtweg nicht wirklich darauf ausgelegt ist, um so schwere Lasten zu ziehen. Mein nächster Stopp ist noch ein Kosmetiktermin, weil Halleluja! Es hat alles wieder offen, mehr oder weniger. Und nachher habe ich Gott sei Dank die ganzen Must-Do-Sachen heute erledigt. Nachdem komme ich auf all die Fragen zurück, die ich bekommen habe, was nämlich das Aussehen von dem Auto angeht. Weil es einige von euch wollen wissen, wie das Auto von innen aussieht, und zwar alles. Danke, Draghi. Ciao, ciao. Fast auf den Lack. Und jetzt, was mache ich jetzt? Es ist noch ein bisschen früh zum Shooten. Ich glaube, jetzt gehe ich einen Kaffee nehmen. Let's go for coffee. Okay, es hat eine Planänderung gegeben, und zwar musste ich etwas essen und dann wollte ich eigentlich einen Kaffee holen, und dann habe ich gemerkt, dass aber alle Läden zwar offen haben, aber noch nicht wirklich so offen, wie ich es gerne hätte. Was heisst, ich habe jetzt doch keinen Kaffee mehr getrunken. Egal. Eine letzte Frage, die ihr noch hattet, wie ich vorher schon gesagt habe, war, wie sieht es da innen aus in dem Auto? Wie ihr hier hinten könnt sehen, ist die Sonne am Untergehen und das Licht verlässt mich langsam. Das heisst, ich muss ein bisschen Gutzi geben, um euch das Auto zu zeigen, dass ihr auch wirklich alles seht. Das heisst, let's go! Okay, also, wir fangen an. Lenkrad mit elektrischem Display und dem Startknöpfchen mit dieser super coolen Uhr, die wie aus dem Nichts auftaucht. Sehr ein cooles Display da vorne, wo man kann jederzeit switchen, was es soll anzeigen, wie es soll aussehen. Tada! Kann man alles auswählen. Dann haben wir da ein ziemlich grosses Display, das auch super gut funktioniert, wie ihr seht, mit CarPlay, wenn ich das iPhone eingesteckt habe. Und mit allen möglichen Funktionen, die hier unten angegeben sind. Nicht mehr und nicht weniger wie andere, aber es funktioniert super gut. Dann haben wir hier unten eigentlich den Bereich vom Auto, der mir wirklich ein bisschen am besten gefällt. Und zwar ist das die Mittelkonsole, die wirklich schön gestaltet ist. Wir haben hier unten die Buttons, die auch in dem coolen Design gemacht sind, in dem eckigen, wo halt überall sich widerspiegeln. Das ist auch da rein und da hinten bei den Lüftungen. Überall hat es das mega lässige Design. Und dann haben wir einen Beifahrersitz. Who that? Who that? No one. Meine Jacke. Es ist mega kalt geworden jetzt. Und dann haben wir 1, 2, 3 Plätze auf der Rückbank, wo sogar die 2 Hauptplätze, sage ich einmal, auch mit Alcantara ausgestattet sind in dieser Version, was super schön ist. Natürlich, oh warte, das machen wir ein bisschen anders. Logischerweise haben die Beifahrer da hinten auch ihr Touch-Display und auch das super schöne Design. Und wenn ich euch das mal so zeigen darf, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel.
Ich bin da vorne eingestellt mit 1,76 Körperlänge. Und jetzt sitze ich da hinten. Ich sitze wirklich normal da, alles tipptopp. Und ich habe völlig Platz. Jetzt zeige ich euch aber, und ich sage mit Absicht aber, es ist wirklich ein bisschen kalt. Der Kofferraum, weil der Kofferraum ist leider ein bisschen klein ausgefallen. That's it. Es geht da leider überhaupt nicht weit rein. Sorry, Pferdefutter, das nicht mal mir gehört. Alles möglich. Ich bin ein bisschen ein Genie in dem, ein Auto innerhalb von einer Stunde zu meinem zu machen, was heisst, dass einfach ein Grümpel drin ist. Ja, es ist jetzt mal wie ein Zügeln alle Wochen, wenn ich die Autos wieder täuschen muss. Anyway, da leider nicht so viel Platz. Es hätte, glaube nur mit Mühe und Not zum Beispiel einen Hundekäfigplatz, was für viele, die sich ein SUV zutun, glaube ich, doch noch relevant wäre. Aber ja, dafür haben die Beifahrer hinten mega viel Platz. Wie ihr hier auch sehen könnt, es ist wirklich das ganze Design, das Eckige, zieht sich überall durch. Auch da vorne, auch da, hat es da überall das eckige Design drin. Und die Lichter, ich kann euch das eigentlich mal zeigen, wenn wir da aufschliessen, machen die Lichtchen da so ein Tänzchen. Und wieder zurück. Ja, alle Spielereien an und das Design ist natürlich auch da vorne gegeben mit dem eckigen Kühlergrill, der auch super sexy aussieht. Alles in allem ist es ein recht grosses Auto. Jetzt muss ich euch aber eine Sache zeigen. Das Auto hat ein schwarzes Loch. Ich habe das Auto bekommen, ich bin eingestiegen, ich habe gewusst, ich habe mein Portemonnaie in der Hand. Ich habe gewusst, es muss irgendwo in dem Auto sein oder sonst nachdem ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Ich habe meine Wohnung, ich sage es euch, auf den Kopf gestellt. Ich habe das, Entschuldigung, verdammte Portemonnaie nie nicht gefunden, okay? Habe ich gefunden, ja, also gut. Müssen wir halt das Auto auseinandernehmen, weil es kann ja nicht sein, dass das Portemonnaie einfach vom Erdboden verschluckt ist, obwohl es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ja, bin ich auf den Knie rumgekrochen, habe in diesem Auto gesucht wie eine Geisteskranke. Und ich habe natürlich, oder? Da geht es recht weit hinten. Ich habe da geschaut, ich habe da geschaut, ich habe unter den Sitz geschaut. Überall, ich bin rumgekrochen wie eine Wahnsinnige. Und natürlich habe ich auch das aufgemacht. Seht ihr? Ich bin da schon daheim. Natürlich habe ich auch das aufgemacht. Da 2 Sonnenbrillen. Nichts drin, oder? Gar nichts. Gut, dann habe ich gefunden, ich mache jetzt genau das Fach noch einmal auf. Und dann habe ich da so dran gespielt und ich so, das klappt ja. Also, klappen. Abklappen, oder? Oh. Es ist nicht kaputt, man kann es rausnehmen, okay? Oh Mann. Okay, und dann habe ich gemerkt, das kann man ja abklappen. Und dann habe ich ein bisschen mehr Tageslicht gehabt. Aber, ich mache mal das Licht auf vom Handy. Schau mal, wer vorne gekommen ist. Da ganz hinten, im Loch rein. Hä? Seht ihr es? Mein Portemonnaie war die ganze Zeit bei mir. Und ich habe es nicht gefunden, weil es in diesem kleinen Bereich ist, wo wirklich, das ist der Raum, der hier abgedeckt wird. Das Loch da unten ist da drunter. DS. Ich habe neue Autos wirklich gern. Und ich fühle mich wahnsinnig wohl in diesen Autos. Aber könnt ihr bitte keine schwarzen Löcher einbauen? Einfach so als kleinen Input, den man nicht holt. Gut, also. Und ich muss jetzt noch mal schnell mein Telefon checken. Bezüglich diesen. Bist du eigentlich super? Ja. Hey, ich glaube, wir haben es. Ich glaube tatsächlich, wir haben es geschafft. Was für mich bedeutet, Feierabend. Nachdem ich so rumgerast bin, wo habe ich jetzt wieder den Autoschlüssel? Danke viel mal an all die ihre Fragen bei mir auf Instagram hineingeschrieben haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht lasst mich wissen, ob ihr wieder mal so ein Video haben wollt, wo ihr die Fragen stellt und nicht ich. Stay tuned und wir sehen uns schon bald wieder. Ciao zusammen!